Wir haben kurz nach 9. Heute geht es früh los, denn wir wollen die Isola Santo Stefano umrunden, die hier im Hintergrund zu sehen ist. Und ja, besser früh als zu spät. Herzlich willkommen bei Eike und Anja auf SUP-Tour. Wer im Archipel La Maddalenas eine Inselumrundung mit einer traumhaften Bucht und kristallklarem Wasser sucht, ist hier im Norden Sardiniens genau richtig. Denn an der Straße von Bonifacio findet man tolle Bedingungen zum Paddeln. Während meines Aufenthalts auf Sardinien habe ich in erster Linie den Norden erkundet und 3 abwechslungsreiche Touren mitgebracht. Diese Tour startet unweit von Palau, von wo aus man wunderbar in die vielen Inseln des Archipels eintauchen kann. In Gelb die ca. 10 Kilometer lange Runde um die Insel. Die Parkplatzsituation ist hier genial. Ein kostenloser Parkplatz mit optimalem Meerzugang. Und den schauen wir uns im Originalbild an. Besser geht's nicht, oder? Und gegenüber schon die Insel Santo Stefano zu sehen. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um unsere Tour 1:1 wiederzugeben. Die Distanz zu der Insel sind ca. 1,5 Kilometer und die Strecke ist bis auf ein paar Wellen von den vorbeifahrenden Schiffen und Booten recht unspektakulär. Deswegen nutze ich die Zeit und spiele mal ein paar Tourdaten ein. Die Überfahrt dauert ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten und wir sind jetzt hier am Leuchtfeuer rausgekommen und jetzt geht es um die Insel. Im südlichen Teil der Insel befinden sich alte Befestigungsanlagen aus dem Kampf gegen Napoleon. Ja, was hier immer wieder beeindruckend ist, sind die ganzen Granitformationen oder Formen, die die Natur hier geschaffen hat. Und es macht richtig Spaß, diesen Gebilden zum Teil Namen zu geben. Hier hinten, hinter mir, ist der gestrandete Vogel. So haben wir diese Granitskulptur genannt. Um die erste Kante herum kommt die Military Base. Ich hoffe, hier kriegen wir keine Unannehmlichkeiten. Diese Militäranlagen sind ein NATO-Marinestützpunkt sowie eine Basis für US-amerikanische Atom-U-Boote. Auch wenn die Tour auf den ersten Blick tiefenentspannt und aus dem Handgelenk wirkt, haben wir uns im Vorfeld ordentlich über Dünung, Wind- und Wetterlage informiert. Backup soll heißen, dass ihr jemanden informiert, der weiß, dass ihr eine Tour macht und euch wieder zurückmeldet, wenn ihr wieder da seid. Eine ganz gute Wetter-App ist der Windfinder, wobei der thermische Winde auch nie vorhersagen kann. Die entstehen überwiegend ab Nachmittag bei Hochdrucklage. Einfach so. Das ist auch ein weiterer Grund, warum wir auf dem Meer immer so früh unterwegs sind. Was bei einer mehrstündigen Tour immer in den Trybag sollte, sind Handy, Sonnenschutz und ausreichend Verpflegung bzw. Wasser. Ja, jetzt sind wir an der nördlichen Seite der Insel. Hier auf der Rückseite ist La Maddalena. Und von hier aus nehmen wir dann wieder Kurs auf Richtung zurück. Wir haben quasi mehr als die Hälfte geschafft. Da an der Westseite der Insel deutlich mehr Bootsverkehr zwischen Palau und La Maddalena herrscht, ist das Wasser unruhiger und man muss etwas konzentrierter unterwegs sein. So, an dieser Stelle hier machen wir jetzt eine kleine Pause und gehen ein bisschen schwimmen. Anja ist ja schon im Wasser und ich springe jetzt mit der Taucherbrille hinterher. Wie ihr ja auch schon in anderen Sardinien-Videos von mir gesehen habt, ist die Wasserqualität hier einfach sensationell. Und es lohnt immer, eine Taucherbrille mit im Gepäck zu haben.
Hier am Tortuga Rock geht es dann nach links weiter in die kleine Bucht hinein, die sehr, sehr schön ist und einlädt für eine etwas längere Pause. Jetzt geht es auf den schönsten Abschnitt. Von dieser traumhaften Bucht hinter der kleinen Insel Roma hatte ich ein paar Tage zuvor tolle Aufnahmen gemacht. Leider sind mir diese Eindrücke mit einer defekten Festplatte auf alle Ewigkeit verloren gegangen. Und ich kann euch nur im Ansatz zeigen, wie schön es hier ist. Natürlich machen wir auch hier einen kleinen Stopp. Die hohle Hand. Nicht die hohle Frucht, aber die hohle Hand. Danach geht es wieder in Richtung Startpunkt zurück. Mittlerweile ist es ordentlich heiß und es wird Zeit für etwas Schatten. Und zack, 20 Minuten später sind wir schon wieder auf der anderen Seite. Das war unsere Runde um die Isola Santo Stefano. Ich hoffe, euch hat unsere Tour gefallen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung mir 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich. Bis zur nächsten SUP-Tour.